5 spanische Städte, 5-mal Street Food pur. Von süßen Klassikern über Gerichte, die fast unbezahlbar sind, bis zu echten Geschmacksschocks. Alles in nur einer Reise. Willkommen zu meiner Spanien Street Food Tour. Willkommen in Sevilla in Spanien. Magst du auch spanisches Essen? Die Kroketten sind mit geräuchertem Fleisch gefüllt, wenn ihr aber nachfragt, haben sie manchmal sogar Ersatz für Schweinefleisch, so wie hier. Bei diesen kleinen Tapas-Portionchen bestelle ich natürlich noch etwas. Das hier ist Pescadito Frito, das wörtlich gebratener Fisch bedeutet und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mein Mundwasser tropft auch schon, aber wegen dieser Nachspeise Torrija. Hier wird altes Weißbrot in einer Milch-Ei-Zuckermischung eingetaucht und im Butterschmalz angebraten und lauwarm serviert. Man kann es mit Zimt, Vanillesoße, Konfitüre, Paniermehl, Honig und so weiter verfeinern, aber hier wird es mit Eis serviert und es hat eine karamellige, crunchige Kruste, obwohl es innen drin voller eingesaugter Milch ist. Am nächsten Morgen bestelle ich in diesem sehr beliebten Churros-Laden sofort einen riesen Churros und schaue erstmal bei der Zubereitung zu. Guckt euch das an, wie traumhaft diese Schokoladensauce ist. Schön glänzend, lecker und so viel davon vorhanden. Und in diesem Laden sind nur Spanier, ich bin der einzige Ausländer. Es ist einfach traumhaft lecker. Diese Leckerei heißt Espinacas con Garbanzos. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es sind Kichererbsen mit Spinat als kleine Tapas. Es hat irgendwie arabisch geschmeckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Für solche Food-Videos gefällt mir die spanische Küche sehr gut, weil man hier wegen den kleinen Tapas-Portionen sehr viele Gerichte abarbeiten kann, ohne sich voll zu fressen. Das ist eine Kartoffeltortilla mit dem Namen Tortilla de Patata con Salmorejo. Salmorejo ist diese Soße, die mich sehr an die kalte spanische Suppe erinnert, die ein Teil der deutschen Kochausbildung ist und die ich euch später noch zeigen werde. Nach dem Essen besuche ich eine Art Markthalle, wo es noch mehr Essen gibt. Hier gibt es einen Kopf mit Hirn oder wahlweise ein Hirn ohne Kopf, aber auch Zungen, Innereien und da hinten gibt es Pansen. Aber auch ganz viele Fische und Meeresfrüchte. Die Markthalle ist riesig, nach einigen Stunden Erkundung bekomme ich doch noch Hunger und gönne mir ein Ratatouille mit gekochtem Ei, das zerschnitten und vermengt wird und das hier ist gegrilltes Leber in einer würzigen Soße. Apropos benehmen, ich nehme mir einen Montadito, einen in diesem Fall schweinefleischlosen Sandwich mit Kartoffelchips. Der Weg von Kartoffelchips zu diesen stückigen Kartoffeln ist nicht weit, aber hier steht das Fleisch im Vordergrund. Dieses Gericht heißt Rabo de Toro und ist ein geschmortes Ochsenschwanzgericht, das ich sehr gerne gegessen habe, weil es auf meiner Sevilla-Liste stand. 19 € für ein frittiertes Häppchen und trotzdem habe ich es gekauft. Willkommen in Madrid, der teuersten Station meiner Spanien-Food-Tour und gleichzeitig einer der leckersten. Ich starte in Mercado de San Miguel, eine Markthalle, die wie gemacht ist für hungrige Foodies, die gerade aus Sevilla einrollen. Diese kleine frittierte Schale hier sieht super aus, oder? Sie schmeckt auch so, aber 19 € für eine Portion. Viel zu teuer. Aber was soll ich machen? Mein Herz wollte es und mein Magen war zu schwach, um Nein zu sagen.
Ein paar Stände weiter frische Austern, eiskalt serviert. 4,10 € pro Stück, auch nicht ohne, aber sie sehen gut aus und irgendwie holt mich das zurück in meine Kochausbildung. Im 3. Lehrjahr mussten wir lernen, wie man Austern fachgerecht öffnet und schön anrichtet. Grüße gehen raus an meine ehemalige Berufsschule, sie hat wirklich viel reingesteckt, damit aus uns was wird. Ich entdecke wunderschöne Empanadas, die total nach selbstgemacht aussehen. Ich frage nach, ob sie Schweinefleisch enthalten. Der Mitarbeiter verschwindet kurz und bringt einen riesigen Tiefkühlkarton aus dem Lager, Zutatenliste inklusive. Und da wusste ich, das ist keine Hausmannskost, das ist TK-Ware. Enttäuschung pur. Madrid an sich ist wunderschön, keine Frage, und das gilt auch für die ganzen Süßspeisen, die man hier auf jeder Ecke findet. Ich gönne mir eine pistaziengrüne, sehr blättrige Schnitte, sieht fantastisch aus, schmeckt aber nur okay. Kennt ihr das, wenn man reinbeißt und denkt, meh? Dann kommen sie, meine kleinen grünen Lieblingsfreunde Pimientos de Padrón, unreif, leicht bitter, kurz in Olivenöl angebraten mit Meersalz drauf, außen knusprig, innen saftig, so einfach und so genial, ich lieb sie. Abends dann ein absolutes Highlight. In einem total überfüllten Restaurant ergattere ich einen Platz und probiere einen Snack, das Gilda oder Gilda heißt, ein pikanter Spieß mit Olive, Essig, Gurke, Chips und so weiter. Dazu ein göttlich leckerer Thunfischsalat, Aioli mit Kartoffeln, das war gut, und Patatas Bravas, bei denen mir die rote Soße einfach zu viel ist, bin ich ehrlich. Schaut mal, wie viele Leute hier im Gang stehen und warten, bis jemand aufsteht. Richtige Sitzplatz-Battlezone. Und zum Abschluss in einer regnerischen Nacht hole ich mir ein warmes Calamari-Brötchen, salzig, knusprig, einfach gut und der perfekte Snack, um Vorfreude auf meine nächste Station zu tanken, Valencia. Meine Spanien-Food-Tour führt mich von Sevilla über Madrid, jetzt nach Valencia, ins Restaurant La Pepica. Hier wird meine Paella zubereitet. Sie ist für 2 Personen wegen der riesigen Platte. Der Reis wird nicht einfach in Wasser, sondern in einem aromatischen Fond gekocht. Ein echter Unterschied. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Wenn ich das also nicht aufessen kann, nehme ich den Rest mit ins Hotel. Auch wenn manche behaupten, die Paella habe Wurzeln in Nordafrika, habe ich in der Kochausbildung gelernt, sie kommt aus Valencia. Klassisch mit Paella-Reis, Hähnchen, Kaninchen, Bohnen und eigentlich auch Schnecken, die La Pepica aber nicht verwendet. Beim Spaziergang durch Valencia entdecke ich zufällig den Manchego-Käse, ein Punkt auf meiner kulinarischen Checkliste. Er stammt von der Schafsrasse Manchega und ist typisch spanisch. An einem regnerischen Tag gönne ich mir Gazpacho, kalt, tomatig, frisch, genau das Richtige im spanischen Sommer. In unserer Kochausbildung war diese Suppe übrigens sehr beliebt in Zwischenprüfungen. Im März findet hier jedes Jahr das Festival Las Fallas statt. Der Name bezieht sich auf die Frauen in traditionellen Kleidern, aber auch auf riesige Skulpturen, die überall in der Stadt aufgebaut werden. Sie sind politisch, satirisch oder einfach kunstvoll. Man erkennt ihre Geschichten erst beim genauen Hinsehen, ein faszinierender Teil der Kultur. Am Ende des Festivals werden diese Skulpturen verbrannt, ein wahres Spektakel mit Feuerwerk, Musik und Straßenfest. Aus diesen Erdmandeln entsteht das valencianische Kultgetränk Horchata de Chufa. Es gibt sogar einige Horchaterias dafür. Ich teste eine der bekanntesten Horchaterias. Klassisch genießt man Horchata mit Fartons, ungefüllte zuckrige Gebäckstangen, die man eintunkt. Ich probiere es und ich liebe es. Später besuche ich einen Ort, wo Paella draußen auf echtem Feuer von vielen Menschen gleichzeitig gekocht wird. Das wäre in Deutschland unvorstellbar.
Offenes Feuer auf der Straße, das würde gegen ein halbes Dutzend Vorschriften verstoßen. Hier gibt es alle Varianten: Fisch, Kaninchen, Schnecken, Rind, Schwein. Die Menschen sind herzlich, offen und teilen gern. Jeder glaubt natürlich, dass seine Paella die beste ist, und genau das macht es so besonders. In Barcelona angekommen, führt mich mein erster Weg zur berühmten Kathedrale. Gleich danach, nur wenige Meter entfernt, kehre ich ein in ein Restaurant, das für seine Meeresfrüchte Paella sehr bekannt ist. Nach der originalen Paella in Valencia dachte ich mir, warum nicht auch die mit Meeresfrüchten probieren. Mein Fazit: klein, überteuert, lecker, aber kein Vergleich zu der originalen Paella aus Valencia, die draußen auf offenem Feuer zubereitet wurde. Nächstes kulinarisches Ziel: eine Ensaimada, ein typisch katalanisches Gebäck mit Puderzucker ohne Füllung. Schmeckt ein bisschen wie Fartons, die ich in Valencia in Horchata getunkt habe. Ich entdecke eine riesige Bäckerei. Durch Fenster kann man den Bäckern zuschauen. Sie setzen den Teig selber an, bearbeiten jedes Stück von Hand. Besonders beeindruckt mich die Frau, die den Teig für die Croissants rollt. Croissants sind hier offenbar das Markenzeichen. Ich bestelle ein Croissant mit Schokoladenüberzug für 5,10 € und es ist wirklich ein Traum. Luftig, aromatisch, perfekt gebacken, und als Überraschung verbirgt sich innen noch eine herrliche Schokoladencreme. Absolute Empfehlung. In einem kleinen, sehr lokalen Restaurant probiere ich das berühmte geröstete Brot mit Tomate und Olivenöl, für mich gerne mit Aioli. Diese Aioli schmeckt hier richtig gut, obwohl sie nicht nach dem klassischen Rezept gemacht ist, sondern mit Milch. Also ziehe ich weiter und finde endlich die heiß ersehnte Crema Catalana. Frage an die Koch-Azubis: Was ist der Unterschied zwischen der französischen Crème Brûlée und dieser Crema Catalana? Schreibt es mir unten in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Die Oberfläche ist schön hart karamellisiert, das Innere cremig und nicht zu süß. Ein echtes Highlight. Ich hake sie auf meiner Essensliste zufrieden ab. Diese frittierten Oschis sind es nicht wert, gekauft zu werden. Da ist viel zu viel Teig und viel zu wenig Füllung drin. Dadurch sind sie richtig trocken im Mund. Hier gibt es alles: Salate, Muscheln, Garnelen und lebendige Hummer. Schaut mal auf sein Auge, es bewegt sich. Neu für mich selbst sind Seeigel, 5 € pro Stück. Der Händler ritzt sie an, schneidet mit der Schere im Kreis, öffnet sie sorgfältig, säubert sie und gibt Zitrone dazu. Mein erster Eindruck war: schmeckt wie Kaviar. Mein zweiter Eindruck: nein, schmeckt nicht wie Kaviar, es ist einfach nur widerlich. Mallorca, die Insel der Sonne, des Meeres und der kulinarischen Überraschungen. Aber zwischen Tapas, süßen Versuchungen und traumhaften Stränden stoße ich auf eine Szene, die mich sprachlos macht und die ihr so noch nicht in einem Food-Video gesehen habt. Willkommen auf Mallorca, meiner 5. und letzten spanischen Stadt auf meiner Food-Tour durch Spanien. Am nächsten Morgen starte ich mit Aioli und einem typisch mallorquinischen Gemüseauflauf mit Spiegelei, der überraschend würzig und richtig lecker ist. Mallorca ist landschaftlich traumhaft, das Meer beruhigt mich, doch leider treffe ich auch hier auf zu viele schlecht gelaunte Landsleute aus Deutschland. In einer argentinischen Bäckerei probiere ich 2 herzhafte Teigtaschen, eine mit sehr viel Spinat und Käse, die andere mit Thunfisch. Ich liebe es, dass hier nicht gespart wird, anders als in vielen deutschen Bäckereien, wo die Brötchen üppig aussehen, aber innen kaum etwas drin ist. Wisst ihr, wie diese Teigtaschen heißen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Zum Abschluss gönne ich mir original mallorquinisches geröstetes Brot mit Tomate, Avocado, Olivenöl und einem Kaffee. Ein perfekter Abschiedsbiss, bevor ich ins Flugzeug steige. Doch fliege ich jetzt wirklich wieder zurück nach Deutschland oder geht die Reise, die ursprünglich in Portugal und über Spanien angefangen hatte, noch weiter? Vielleicht in ein anderes Land, bevor Uni und Arbeitsalltag wieder beginnen? Abonniert meinen Kanal, damit ihr es nicht verpasst.